Der Mont Blanc ist mit seinen 4.805 Metern der höchste Berg der Alpen und seine Erstbesteigung im Jahr 1786 gilt als Geburtsstunde des modernen Alpinismus. Uns interessiert das aber gar nicht. Wir wollen nur drum rumgehen. Am ersten Tag ging es für uns zunächst einmal vom Campingplatz, auf dem wir übernachtet hatten und auf dem wir unser Auto für die nächsten 8 Tage parken wollten, zum Startpunkt. Ein wenig frustrierend, denn wir waren hier schon am Vorabend auf dem Weg zum Supermarkt vorbeigelaufen. Man kann den Trail allerdings nicht starten, ohne ein vernünftiges Startfoto mit Rucksack zu machen. Als wir das erledigt hatten, ging es für uns dann auch auf genau derselben Route wieder zurück. Allerdings bogen wir diesmal nicht auf den Campingplatz ab, sondern verließen Les Souches durch einen Tunnel. Kurz danach zweigte der Weg links ab und führte steil bergauf durch das Grüne. Es ging nun von 1000 Meter auf fast 1700 Meter hinauf. Ein leichter erster Tag sieht auf jeden Fall anders aus. Oben angekommen sahen wir eine Bahnstation und die dazugehörige Zahnradbahn, die sich den Berg hinaufkämpfte. An dieser Stelle teilte sich die Tour du Mont Blanc auch zum ersten Mal auf in die Hauptroute, die wir gingen, und die längere und schwierigere Alternative Via Col de Tricot, die trotz allem sehr reizvoll sein soll. Für uns ging es ab hier zum Glück bergab, auf einem ebenfalls sehr schönen, aber nicht ganz so alpinen Weg. Gut gefallen hat mir, dass wir durch die Alternativroute, die gefühlt die Mehrheit der Leute gewählt hatten, etwas mehr Ruhe auf dem Weg hatten. Klar, hin und wieder ging es für uns auch leicht bergauf. Wirklich steil wurde es jedoch erst ab Kilometer 21. Kurz nach der hübschen Kirche verlässt man nämlich das Tal und beginnt einen Aufstieg, der auf bis zu 2500 Meter hinaufführt. Für uns war allerdings schon nach Kilometer 23 Schluss. Wir waren jetzt auf 1500 Meter angekommen und hatten uns entschieden, den restlichen Anstieg auf morgen zu verschieben. Wir kehrten auf dem ersten offiziellen Biwakplatz in Frankreich ein, den wir finden konnten. Da wir noch vor der erlaubten Zeit am Ziel waren, der Aufbau ist erst ab 19 Uhr erlaubt, nutzten wir die Zeit zum Kochen und Entspannen am Fluss. Leider begann es gegen 18 Uhr zu regnen, so dass wir den Zeltaufbau dann doch vorgezogen haben. Je weiter der Abend fortschritt, desto voller wurde es auf dem Platz. Ich war ehrlich gesagt froh, dass wir so früh hier waren und noch fast freie Platzwahl hatten. Es war dort wirklich idyllisch. Auf der einen Seite der rauschende Bach und direkt daneben die Kuhweide, auf der gefühlt jede Kuh ununterbrochen mit ihrer Kuhglocke bimmelte. Das störte mich jedoch nicht weiter, denn ich schlief nach dem anstrengenden Tag recht schnell ein. Der Regen dauerte die ganze Nacht an, hörte aber glücklicherweise auf, als mich der Ruf der Natur aus dem Zelt hin zum Klohäuschen trieb. Wir hatten uns vorgenommen, unseren Tag früh zu beginnen und auch früh auf einem Campingplatz nach gerade einmal 13 Kilometer zu beenden. Das Wetter sollte nämlich wieder schlechter werden. Nicht nur Regen, sondern auch Gewitter waren angekündigt, wie uns unsere Handys warnten. Kein Wetter, in dem man sich auf 2500 Meter Höhe aufhalten möchte. Wir wollten wenigstens noch ein paar Kilometer schaffen, bevor das Unwetter losbrach.
Also packten wir um 6 Uhr morgens unsere Sachen zusammen und waren um 7 bereits auf dem Trail. Wir waren so ziemlich die Ersten, die den Platz verließen und hatten den Weg zunächst für uns alleine. Das änderte sich jedoch schlagartig, als wir beim Refugi de la Balma auf etwa 1700 Meter ankamen. Dort gab es nicht nur die Möglichkeit, im Refugi zu übernachten, sondern auch einen Biwakplatz, der deutlich voller war als unser Übernachtungsplatz. Von hier an waren wieder unglaublich viele Menschen auf dem Trail. Bei steilen Anstiegen fühlte ich mich wie in einer Supermarktschlange, die nicht vorwärts kommt. Die spektakuläre Hochebene und die atemberaubende Aussicht entschädigte jedoch immer wieder für das Gedränge. Am Gipfel angekommen, fanden wir eine kleine Schutzhütte und wir waren nicht die einzigen, die dort eine Pause einlegten. Von hier an gab es noch eine kurze Klettereinlage, die aber weder schwierig noch ausgesetzt war. Danach führte der Weg nur noch an einer großen Schafherde vorbei, in Richtung des nächsten Refugis. Kurz bevor man dies erreicht, hat man wieder die Möglichkeit, eine alternative Route einzuschlagen. Die Variante verkürzt die klassische Route um ein paar Kilometer, führt jedoch durch hochalpines Gelände und ist aufgrund der Wetterbedingungen dort oben erst später im Jahr begehbar. Unsere Wetterbedingungen waren zwar gut und die Variante sollte landschaftlich sehr reizvoll sein, aber im Hinterkopf hatten wir immer noch die Gewitterwarnung auf unseren Handys. Wir stiegen also am Refugi vorbei, die hart erarbeiteten 1000 Höhenmeter wieder hinab, bis nach Les Chapieux. Les Chapieux ist ein kleiner, niedlicher Ort mit einem Campingplatz auf Spendenbasis, einer öffentlichen Toilette, einem kleinen Tante-Emma-Laden und 2 Möglichkeiten, essen zu gehen. Eigentlich gab es hier alles, was man brauchen könnte, bis auf Handyempfang. Das war einerseits ganz angenehm, andererseits schlecht, wenn man den aktuellen Wetterbericht haben möchte. Auf dem Campingplatz kamen wir schnell mit anderen Wanderern ins Gespräch, die sich zu uns an den Tisch setzten. Wer gerne neue Leute kennenlernen möchte, ist auf der TMB bestens aufgehoben. So sehr ich auch darüber jammere, dass es voll ist, muss ich doch zugeben, dass dies besonders für Alleinreisende eine schöne Sache ist. Heute teilte sich unsere Wandergruppe. Aufgrund des schlechten Wetters und der immer noch aktuellen Gewitterwarnung wollte ich so schnell wie möglich über den noch über 5 Kilometer entfernten, 2500 Meter hohen Pass, der von Frankreich nach Italien führte, ohne auch nur einen Meter vom Weg auszulassen. Meine Eltern hingegen wollten lieber etwas länger schlafen und den Bus bis zum Aufstieg nehmen. Also begann mein Tag schon um 5 Uhr morgens. Ich packte alles im leichten Regen zusammen und machte mich abflugbereit. Nur kurze Zeit später lief ich mit meiner Stirnlampe die Straße aus Les Chapieux hinaus in Richtung des Refugi des Motets. Zum Glück hellte es langsam auf, als der Weg von der Straße abzweigte und mich im mittlerweile starken Regen durch den Matsch über viele Kuhwiesen führte. Eigentlich wäre es ganz schön gewesen, wenn nur das Wetter besser gewesen wäre. Mittlerweile peitschte der Regen gegen meine Kapuze. Am Refugi des Motets angekommen, stellte ich mich zu einer Gruppe Wanderer, die nicht so recht wussten, wie es weitergehen sollte. Außerdem konnte mir keiner der Anwesenden sagen, ob der Bus meiner Eltern bereits angekommen war. Kam ich jedoch mit Maciek ins Gespräch und wir entschieden uns, den Aufstieg trotz des Wetters zu wagen.
Wir gaben richtig Gas, um zumindest das Refugio Elisabetta vor einem möglichen Unwetter zu erreichen. Auf dem Weg nach oben mussten wir mehrere Bergbäche queren, die so breit geworden waren, dass es nahezu unmöglich war, mit trockenen Füßen auf der anderen Seite anzukommen. Außerdem hörte man etwa 200 Meter unter dem Gipfel einen kräftigen Donner. Aber das war auch alles, was wir vom Gewitter mitbekamen. Woo! We made it to Italy! Oben angekommen währte die Freude, Italien erreicht zu haben, nicht lange. Der Wind wehte eisig und erbarmungslos in unsere Gesichter. Wir entschieden uns, ins Refugio Elisabetta zu gehen, um uns mit einem warmen Tee aufzuwärmen, und verbrachten dort bestimmt eine Stunde, bevor es weiterging. Mittlerweile waren so viele Leute dort angekommen, dass es gar nicht so leicht war, sich den Weg ins Freie zu bahnen. Glücklicherweise hatten der Regen und auch der Wind nachgelassen. An einer Kreuzung überlegten wir kurz, ob wir eine niedrigere Route nehmen sollten, entschieden uns aber schließlich für die anstrengendere Hochroute. Der Weg war gut begehbar und bald erreichten wir die verlassene Après-Ski-Region vor Courmayeur. Von dort führte ein rutschiger, matschiger Abstieg nach unten. Es war die Hölle. Es ging gar nicht mehr darum, das Rutschen der Schuhe im tiefen Schlamm zu verhindern, sondern nur darum, die Richtung zu kontrollieren. Erschöpft, aber glücklich erreichten wir schließlich die Stadt. Der Regen hatte aufgehört und von dem stürmischen Wetter war keine Spur mehr zu sehen. Wir teilten uns ein Zimmer für 150 € im selben Hotel wie meine Eltern. Da im Hotelzimmer das Frühstück bereits enthalten war, hatten wir eine gute Ausrede, den Tag langsam anzugehen. Wir trafen uns um 8 Uhr und machten das Buffet unsicher. Danach machten wir uns auf den Weg aus Courmayeur. Selbst in der Stadt ging es bereits bergauf. Wir mussten 800 Höhenmeter in 5 Kilometer zurücklegen, bevor wir am Refugio Giorgio Bertone Vecchio ankamen. Das Wetter war heute so schön, dass ich meinen ersten Blick auf den Mont Blanc erhaschen konnte. Ich hatte schon befürchtet, ihn umrundet zu haben, ohne ihn auch nur einmal zu sehen. Hier trennten sich wieder unsere Wege. Meine Eltern nahmen die klassische Route, die ungefähr auf der gleichen Höhe blieb, bis sie das Etappenziel erreichten. Ich glaube, das war der einfachste Tag auf der TMB für sie. Ich hingegen entschied mich für die Variante Tete Bernarda, die zwar nicht viel länger war, mich aber weitere 500 Höhenmeter hinauf zum Col des Sapin führte, über einen wunderschönen runden und grünen Bergrücken. Danach ging es für mich wieder 300 Meter hinunter, vorbei an einem Bach, und ich genoss diese einsame Route in der Sonne. Ich fotografierte Pilze und Schmetterlinge, während ich auf den nächsten Pass zulief, der mich wieder auf 2552 Meter hinaufbrachte. Wer möchte, kann hier auch noch den 2728 Meter hohen Gipfel besteigen, woran ich aber kein Interesse hatte.
Von dort ging es noch eine ganze Weile bergab, bevor ich wieder auf die Hauptroute stieß. Dort angekommen musste ich mich beeilen, da der letzte Bus um 18:45 Uhr abfuhr. Und wir wollten unbedingt mit dem kostenlosen Bus zu einem nahegelegenen Campingplatz. Dort gab es leckere Pizza und saubere Toiletten, aber die Atmosphäre war etwas chaotisch. Besonders das Bezahlen am Abend gestaltete sich als schwierig. Trotzdem kann ich den Campingplatz nur empfehlen. Heute hieß es wieder ausschlafen und in Ruhe vor dem Zelt frühstücken. Der erste Bus, der uns zurück zum Trail bringen sollte, fuhr erst um 8 Uhr. Und die von uns geplante Etappe nach La Fauli war gerade einmal 14 Kilometer lang. Der Bus war rappelvoll. Es waren nicht nur alle Wanderer vom Campingplatz an Bord, sondern auch viele Leute aus Courmayeur, wo der Bus abgefahren war. Es herrschte ein ziemliches Gedränge, aber wir hatten mehr Glück als die Leute an den späteren Haltestellen, die teilweise erst den nächsten Bus nehmen konnten, weil niemand mehr hineinpasste. Nachdem man uns und eine Busladung anderer Wanderer an der Haltestelle abgesetzt hatte, ging es für uns die ersten 4 Kilometer im Nebel bergauf, um von 1800 Meter auf 2500 Meter zu steigen. Ich wollte nur sagen, dass heute ist unser Schönwettertag. Liebe Grüße nach Hause. Doch zum Glück lichtete sich der Nebel an der Schweizer Grenze und wir konnten den malerischen Abstieg richtig genießen. Es ging noch an einer Hütte vorbei und auf leichten Wegen und Straßen erreichten wir den Ort La Fauli in der Schweiz. Der Campingplatz liegt nicht weit entfernt vom TMB. Für 3 Personen und 2 Zelte zahlten wir ungefähr 50 Euro. Der Campingplatz bot sogar Waschmöglichkeiten und so nutzte ich den Rest des Tages, um mich und meine Kleidung sauber zu machen. Außerdem stattete ich dem kleinen Supermarkt im Dorf noch einen Besuch ab und kaufte ein wenig zu Schweizer Preisen ein. Direkt daneben lag auch ein kleines Outdoor-Geschäft. Besonders gut gefallen hat mir das Gemeinschaftshaus auf dem Campingplatz, das allen Gästen ein Dach und kostenlose Steckdosen bot. Nach der anstrengenden Tour von gestern tat mir der kurze Tag heute richtig gut. Heute stand die 6. Etappe unserer Tour du Mont Blanc an. Von unserem Campingplatz aus machten wir uns auf eine 28 Kilometer lange Wanderung mit 1400 Höhenmetern in Richtung Col de la Forclaz. Die ersten Kilometer führten uns durch eine malerische Schweizer Landschaft mit grünen Wiesen und charmanten Bergdörfern. Trotz des bewölkten Himmels war die Stimmung ausgelassen. Glücklicherweise ging es die ersten 10 Kilometer fast ausschließlich bergab, lediglich unterbrochen von einigen kurzen Anstiegen. Kurz vor Mittag erreichten wir Champey-Lac, ein idyllischer Ort mit einem großen See. Obwohl es leicht zu regnen begann, ließen sich einige Angler nicht davon abhalten, ihr Glück zu versuchen.
Wir nutzten die Gelegenheit, um uns in dem kleinen Dorfladen mit Proviant einzudecken, bevor es weiterging. Die nächsten 13 Kilometer waren deutlich anspruchsvoller. Nach einem kurzen Stück auf der Straße begann der Aufstieg. Der leichte Nieselregen trug zur mystischen Atmosphäre bei, während wir über felsige Pfade wanderten. Die Aussicht ist wie immer überragend. Der anschließende Abstieg zog sich etwas in die Länge, da das Wetter zunehmend ungemütlicher wurde. Als wir endlich auf dem Campingplatz ankamen, waren wir überrascht von dem höheren Preis. Am Tag zuvor hatten wir weniger bezahlt und es wurde deutlich mehr geboten. Ein Abstieg nach Trient, wo es ebenfalls eine Campingmöglichkeit gibt, kam für uns heute nicht mehr in Frage. Wir kochten unser Essen im Gemeinschaftsbereich und verschwanden pünktlich zum Regen in unseren Zelten. Mir persönlich gefallen diese nebligen Tage sehr gut. Die dramatische Stimmung im Wald hat diese Etappe zu einer meiner Lieblingsabschnitte gemacht, auch wenn sie bei Sonnenschein vielleicht etwas langweiliger gewesen wäre. Nach einer durchnässten Nacht starteten wir vergleichsweise spät und frühstückten gemütlich Container. Ungewiss, was uns für einen Tag bevorstehen würde, ließen wir uns von etwas zurückhaltendem Wetter nicht entmutigen. Fast trocken erreichten wir Trient und wurden sogar mit einem Regenbogen belohnt. Es ist schon wieder schweinekalt und diesig. Das Wetter schlug jedoch schnell um. Bereits nach knapp 2 Kilometern begann der Aufstieg von 1298 Meter auf 2200. Kälte, Wind und Regen machten sich bemerkbar. Auch auf der dritten Etappe war es ungemütlich kalt gewesen, insbesondere oberhalb der Baumgrenze. Heute fühlte es sich aber noch kälter an. Mal wieder liebe Grüße nach Hause. Wir haben jeden Tag Sonnenschein. Wir schwimmen viel in den alpinen Seen. Die Landschaft ist großartig. Die Aussicht überwältigend. Ach, ich liebe die Berge.
In einer kleinen Hütte suchten wir kurzzeitig Schutz und wärmten uns auf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten der Wegfindung beim Verlassen der Hütte folgte ein kurzes Auf und Ab mit einigen Höhenmetern und einer kleinen Kletterpassage, die bei schönem Wetter sicherlich Spaß gemacht hätte. Die Freude an der Tour ließ jedoch nach, als wir den Bergrücken entlang wanderten. Zahlreiche Stufen und Tritte versprachen einen erleichterten Abstieg, doch der matschige Untergrund und der eiskalte Regen machten alles anstrengender und unangenehm. In Trey-la-Champ waren meine Eltern durchnässt und durchgefroren. Auch ich war alles andere als trocken. Wir entschieden uns, nach Montreux zu gehen und von dort mit der Bahn nach Les Souches zu fahren. Dort konnten meine Eltern trockene Kleidung holen und wir verbrachten die Nacht im Ibis-Hotel, um uns aufzuwärmen. Am nächsten Tag sollte es mit dem Auto zurück nach Montreux gehen, wo die letzten 20 Kilometer auf uns warteten. Unser letzter Tag begann ganz entspannt um 8 Uhr. Als ich nach dem Frühstück das Hotel verließ und mich nicht direkt die Sonne anlachte, war mir sofort klar, ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr auf die heutige Tour. Ich machte das jetzt nur noch, um die Tour abzuschließen. Auch wenn wir heute nur leichte Rucksäcke trugen, war der Anstieg zu den Leitern ziemlich fordernd. Als wir dann dort ankamen, war alles in dichten Nebel gehüllt und ich hatte einfach keine Lust mehr. Egal wie einfach die Leiter noch sind, wir gingen zurück zur letzten Abzweigung und nahmen eine alternative Route. Der Weg über die alternative Route war traumhaft, waldig, felsig und vor allem leer. Es war erst das zweite Mal auf dieser Tour, dass ich das Gefühl hatte, alleine im Wald zu sein. Leider hielt das nur bis zu der Skipiste vor der Seilbahnstation, wo die Trails sich wieder vereinten. Hier wurde uns klar, dass uns noch jede Menge Kilometer bevorstanden. Das Wetter hatte sich zwar aufgeklärt und aus dem nebligen Morgen war ein traumhaft schöner Tag geworden, aber es machte ihn leider auch nicht kürzer. Ein Stück weit hatte ich mir das auch selber zuzuschreiben, da ich die Leitern umgangen hatte. Doch es half nichts. Also machten wir uns auf den Weg über einen wunderschönen Pfad entlang des Berghangs, der weder besonders schwierig noch gefährlich ausgesetzt war. Er führte uns hinauf zu einem noch im Sommerschlaf befindlichen Skilift, von dem aus wir schließlich den höchsten Punkt des Tages auf etwa 2500 Meter erreichten. Ab hier wurde der Tag erst richtig interessant, denn kurz vor Ende des Anstieges kamen wir an eine Weggabelung, an der sich der GR5 und die TMB trennten. Für uns ging es durch ein Felsenmeer, wahrscheinlich der schönste Abschnitt der ganzen Tour.
Zu unserer Überraschung erwarteten uns noch 2 Leitern in einer Felswand und einige kleinere Kletterpassagen. Oben an der nächsten Seilbahn angekommen, ging es eine ganze Weile auf leichten, aber felsigen Wegen bergab. In der Abenddämmerung, später auch in völliger Dunkelheit, ging es dann auf schmalen und vermutlich teilweise ausgesetzten Pfaden immer weiter in Richtung Lissouche. An manchen Stellen war es durch den Regen der vergangenen Tage recht matschig. Es gab Tritte im Fels, Stahlketten und Handgriffe, um an den Felsen hinabzukommen. Technisch gesehen war der letzte Tag der TMB der schwierigste. Kein einziges Mal zuvor war so etwas nötig gewesen. Wer klug ist, macht das besser im Hellen. Kurz vor dem Ziel bogen wir dann auf die Straße ab und legten den Rest des Weges auf Asphalt zurück, bis wir den Endpunkt erreichten, wo wir um 9:30 in Zimmerlautstärke jubelten und uns ein Taxi bestellten, das uns zurück zum Auto bringen sollte. Dieser Trail und vor allem das Wetter in der ersten Septemberwoche haben uns ordentlich durchgekaut und ausgespuckt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hart wird. Und trotzdem war es eine tolle Tour. Wenn auch für meinen Geschmack etwas überlaufen. Das war auf jeden Fall eine der coolsten Wanderungen, die wir 2024 gemacht haben. Allerdings war es nicht die einzige. Ich habe viele Touren im Harz gemacht, Katja und ich waren auf dem Camino Primitivo und weil ich so langsam bin im Videoschneiden, könnt ihr auch schon die Videos aus 2025 sehen, wo Katja und ich einen Section Hike auf dem PCT gemacht haben. Falls ihr euch aber nur für die TMB interessiert, könnt ihr euch auf meiner Homepage unter anderem die Etappenbeschreibung und die GPS-Daten anschauen, sowie meine Packliste und noch viele andere Touren. Also schaut doch mal vorbei. Die Links dafür findet ihr alle in der Videobeschreibung.